Und wie immer knausrig mit dem Besteck. Ein Löffel für alles. So. Viel südlicher geht es jetzt nicht mehr, zumindest nicht in Europa. Festland. So, jetzt hier unten. So, da sind wir. Konnte doch nicht anders und bin da diese 2 Kilometer jetzt daher gelatscht. Vor mir das Meer. Das sollte jetzt wirklich der südlichste Punkt sein, den man auf dem europäischen Festland erreichen kann. Und das ist schön. Fast geschafft. Da ist das Café und das Motorrad.
Das ist Ähnchen mit Senf, Oh, Pilze, Bifteki Roulade, gefüllte mit Feta, Tomato and bacon, Spaghetti with smoked pieces of cutlet, okay. milk cream and paprika, Rindfleisch mit Lachse. Das ist very traditional, ist Spinach mit Black Bohnen und Carrots. Du, die Hauptspeise ist da. Dann das ist gebratenes Fleisch, Schweinefleisch im Senf, irgendwas Soße, Bratkartoffeln. Und es so gut ist wie die Vorspeise, der gebackene Feta, dann kann gar nicht schief gehen. Sind wir auf 1342 Meter Höhe. Das ist eine ganz schöne Kletterei, wenn das ja wirklich vom Meer aus weggeht. Aber sehr schön. Jetzt geht es nach Sparta und dann geht es nach Gisio und dann Fisch gegessen hoffentlich.
frisch, schon etwas angeknabbert. Und Aussicht. Diskussion. So, heute heißt es wieder abbauen. Da möchte ja schon häuslich eingerichtet quasi. So unglaubliche 2,5 Stunden später habe ich es endlich geschafft. Ich meine, okay, ich habe noch gefrühstückt, gestresst habe ich mich jetzt nicht, aber es ist immer faszinierend, wie lange das dauert, alles wieder einzupacken. Jetzt geht es über kleine Straßen nach Patras, wenn es wahr ist. Schauen wir mal, was der Kurviger für mich gefunden hat. Ja, bis später. So, ja, das macht auch mit der Fahrstuhl Spaß, wenn es nicht zu heftig ist und man ein bisschen Gas geben kann. Ja, nettes kleines Schotterstraßhaus. Hier ist es schön, hat angenehme 28 Grad, 1279 Meter Seehöhe, im Wald, kein Verkehr. Cool, weiter geht's.
So, fast 1600 Meter hoch, jetzt 1570. Die Strecke ist ein Traum. Das macht echt Spaß. Draußen Spankerl sitzen. Die Mini-Kühltasche war eine sehr gute Investition. Jetzt ein kaltes Cola haben ist viel wert. Ja, da ist ein ziemliches Wirrwarr von kleinen Straßen und kurviger zoomt nicht gescheit rein, weil jetzt meint, es gibt nur eine Straße und deswegen ist das alles ein bisschen konfus. Jetzt habe ich das anders eingestellt und hoffe, es geht besser. Und ich werde, glaube ich, die Offroad-Strecken dann ausklammern von der Navigation, weil sonst komme ich heute nie nach Patras. So, Kurviger hat mich auf eine schöne Strecke geführt, aber ist halt irgendwo im Nirgendwo und wenn ich da so weiterfahre, dann komme ich wahrscheinlich heute nicht mehr nach Patras an. Ich habe heute jetzt in 3 Stunden 100 Kilometer geschafft. Ja, das muss sich dann quasi ändern, leider. Strecken sind an und für sich voll okay, viel leichter als das ACT, sind halt doch irgendwie Straßen. Jo. Schauen wir mal, ob ich jetzt in 4 Kilometern oder so auf Beton komme. Vielleicht das halt da hier noch genießen. Maya hält sich sehr wacker. Das sind genauso Straßen, wo ich mir gedacht habe, okay, das soll gehen mit der Fahrstrom und das geht eigentlich eh super mit der Fahrstrom. Duckert da halt bei dich hin, nicht schnell, aber zuversichtlich und mit den Trail Max Mischen, die fühlen sich auch komplett wohl auf diesem Terrain. Ja. Werde ich jetzt weiter duckern. Bis später.
So, das war jetzt weniger lustig. Hat sich irgendwas in meiner Jacke und meinen Handschuh verfangen. Weiß nicht, Biene, Wespe, Hornisse. Ich habe es nicht gesehen. Hat zweimal zugestochen. Ich hoffe, das gibt sich dann jetzt bald wieder. Und schwillt nicht zu sehr an, weil an und für sich vertrage ich diese Stiche nicht so gut. Wie immer spannend alles. Ja, irgendwie fühlt sich alles eingeschwollen an. Mit diesem blöden Stich auf meine Lippen. Nicht so gut. Ich fühle mich auch nicht so gut. Ich hoffe, das geht wieder von selber vorbei, weil total gibt es da nicht, muss man ja auch Scheiß. Leider ging es mir mit der Zeit immer schlechter. Meine Augen wurden immer lichtempfindlicher und ich konnte kaum noch etwas sehen. Die hellen Stellen stachen unangenehm in den Augen. Mein ganzer Körper war mittlerweile von einem Ausschlag übersät und juckte an den unmöglichsten Stellen. Auch mein Husten wurde immer schlimmer. Glücklicherweise konnten ein paar Gäste in der Taverne Englisch und ich konnte ihnen meine Situation erklären. Sie organisierten eine Rettung aus dem 28 Kilometer entfernten Tripoli und verständigten einen Arzt, der zufällig in diesem Dorf auf Urlaub war. Der Arzt kam gerade rechtzeitig. Er konnte gut Englisch und sogar ein wenig Deutsch und versuchte mich mit Fragen und einer Unterhaltung zu beruhigen. Mit der Zeit wurden die Stimmen um mich herum dumpfer und leiser. Sie entfernten sich. Dann wurde es auf einmal still. Und mir wurde schwarz vor den Augen. An den nächsten Minuten kann ich mich nur vage erinnern. Ich wurde von den Anwesenden geschnappt und auf einen Tavernentisch gelegt. Meine Beine wurden hochgelagert. Ich bekam vom Arzt eine Kortisonspritze in die Vene. Langsam war ich dann wieder bei mir und meine Augen funktionierten wieder normal. Irgendwann kam die Rettung, verpasste mir einige Spritzen und Infusionen und ich wurde in das Spital in Tripoli gebracht. Das Motorrad blieb mit seinen ganzen Sachen im Dorf. Um den Helm kümmerten sich die freundlichen Damen von der Taverne. So sieht ein Zweibettzimmer in einem Spital in Tripolis in Griechenland aus. Heute gibt es Huhn. Ich wollte schon die ganze Zeit Huhn essen. Und Brot und Joghurt. Aber nicht ganz so, wie ich es wollte, vielleicht, aber auch gut. Griechisches Spitalsfrühstück. Und wie immer Knause gibt es ein Besteck. Ein Löffel für alles. Zum Umrühren, für die Butter, für die Marmelade, für das Ei. Oh, besser ist nichts. Sogar die Kamera ist noch drauf. Ich bin echt happy. Sehr cool. Alles bestens. Ja, das finde ich mal einen griechischen Salat.
Irgendwie habe ich jetzt Hunger nach dem Spital. Guck, wo das jetzt gerade entgeht. Das ist so verrückt. Ich bin jetzt da wieder zurückgekehrt nach meinem Spitalsaufenthalt, wo sich immer alles in diesem Lokal abgespielt hat. Und ich kenne die Leute da gar nicht, außer die Leute, die da arbeiten, die haben alle gefragt, wie es mir geht. Echt voll nett. Ich habe noch einmal geschaut, dass ich mich bedanken kann mit den Leuten. Und jetzt wollte ich zahlen. Und es hat mich auch noch wer eingeladen, eine Dame eingeladen vom Dorf auf den Küchensalat und meine Frappés und das Cola. So nette Leute. Echt super. Schön. Bei so viel Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft ist es echt schwierig, aus diesem Dorf wegzufahren. Die Reise muss auch wieder weitergehen. Aber schon cool. Eine böse Sache eigentlich. So viel Positives man hervorrufen kann. Es tat so gut. Das Gefühl, nach so einem Erlebnis wieder auf dem Motorrad zu sitzen, war einfach unbeschreiblich. Ein Motorradkollege hat gemeint, nach so einem Erlebnis ist man einfach dankbar. Und er hat recht. Einfach fahren, einfach unterwegs sein, einfach dankbar sein. Einfach genießen, was da ist. Und ich bin wirklich dankbar. So nette Menschen, ohne die ich vielleicht jetzt gar nicht mehr da wäre. Die Wahrscheinlichkeit, an einem schweren allergischen Schock zu sterben, ohne medizinische Behandlung, liegt zwischen 40 und 60%. Ich war aber auch einfach dankbar, dass es mir wieder gut ging. Endlich wieder ordentlich durchatmen und riechen. Nicht mehr das Gefühl haben, dass eine viel zu große Lunge in einem viel zu kleinen Brustkorb eingezwängt ist. Einfach durch die Gegend cruisen. Einfach genießen. Sich lebendig und frei fühlen. Zu Hause habe ich übrigens gleich ein Allergienotfallset gekauft. Hoffentlich kommt es erst wieder in 20 Jahren vor, dass ich auf einen Insektenstich allergisch reagiere. Im besten Fall fahre ich das Set mein Leben lang umsonst spazieren. Naja, 160 Kilometer in 6 Stunden, guter Schnitt.